Wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich hoffe, Ton und Bild kommt bei allen gut an. Kurze Rückmeldung bitte im Chat, ob Ton und Bild für alle gut kommt. Prima. Hallo Jessica, hallo Christian. Super. Manchmal muss man neue Dinge wagen. Ich habe Contrast für mich als Webinarplattform entdeckt und werde das ausprobieren, möchte das ausprobieren, insbesondere weil Contrast perfekt integriert ist von der Plattform her zusammen mit meinem HubSpot-System, sodass ich das Zusammenspiel wunderbar ausprobieren kann. Mal wieder ein neues Instrument in unserem Werkzeugbaukasten für gute Marketing und gute Sales-Inhalte. Freue mich, dass schon so viele da sind. Mittagspause wollen wir produktiv einsetzen. Working Lunch, wie man so schön sagt. Wer von euch hat denn seinen Lunch mitgebracht? Ein Sandwich oder ein Salat? Das Schöne ist ja das Schöne ist ja, dass, keiner anderer das sieht und eigentlich alle nur das Bild auf mich haben. Ich grüße euch aus Frankfurt. Manchmal hört man bei uns im Hintergrund in Frankfurt in der Innenstadt den Verkehr. Gulaschsuppe gibt's bei Jessica. Bin gespannt, was es bei allen anderen gibt. Grüße aus Sandhausen. Freue mich, dass alle da sind. Das, was wir in den nächsten 45, 50 Minuten machen wollen, ist, dass wir uns anschauen werden, was gibt es gerade Neues bei HubSpot, insbesondere mit einem starken Fokus auf alles das, was so im Sales-Bereich, in der Sales-Software passiert. Die Bereiche Marketing und Service gibt es auch sehr viele relevante Neuigkeiten. Das soll aber nicht so sehr das Thema von heute sein. Ich nehme das auf, Nadja. Ja, ich bin im Zug. Manchmal unterbricht es leider. Bis hoffentlich nicht in Deutschland im Zug. In der Schweiz ist es doch immer perfekt, oder? Also, es wird auf jeden Fall aufgenommen und an alle, die sich angemeldet haben, bei der Veranstaltung hinterher weiterverteilt und, alle anderen, die sich nicht angemeldet haben, können es auf der Webseite entsprechend abrufen, sich eintragen und abrufen. Also, die Aufzeichnung passiert auch. Zurück zu unserem Thema. Wir werden heute, uns damit beschäftigen, was gibt's in der Sales-Welt alles Neues und, sehr konsequent einen speziellen Teilbereich durcharbeiten. Das ist das ganze Thema Prospecting. In dem Zusammenhang ist es mir sehr wichtig, auch mit dem einen oder anderen, sagen wir mal, Missverständnis aufzuräumen. Was ist Prospecting eigentlich? Und, möchte dann weiterführende Impulse zu geben, was entsprechend, daraus herauszuarbeiten ist. Im nächsten Schritt werde ich jetzt meinen Bildschirm teilen. Das heißt, jetzt müsste mein Bildschirm zu sehen sein. Zunächst einmal mit der Oberfläche hier von, Contrast selbst, mit der Studio-Oberfläche und ich wechsle jetzt rüber zu meinen Slides. Ab dem Punkt kann ich euch jetzt leider nicht mehr sehen und ich kann jetzt nur hoffen, dass meine Slides genauso übertragen werden. Ich schaue jetzt gerade mal nach. Die entsprechenden ist zu sehen, neu zusammen. Vielen Dank. Dann habe ich entsprechend zurückgewechselt. Super. Danke für die Rückmeldung. Das, was wir heute machen wollen, ist anknüpfen an das Thema Sales Productivity oder Produktivität im Vertrieb. Ich habe heute Morgen gerade eine kurze Umfrage gelesen, die von der Frankfurter Allgemeinen im Bereich Digital Economy gemacht wurde. Und es war mit Abstand die am meist häufigsten genannte Antwort, was die Gründe sind für die Einführung von KI, die Gründe sind für den Fokus oder der starke Fokus von Unternehmen und Unternehmern in den nächsten Monaten, dann ist das Stichwort Produktivität ganz weit oben gelandet. Deswegen freue ich mich, dass ich das Thema Productivity eigentlich für mich schon lange auf dem Plan habe und mit dem Untertitel heute Perfektioniere dein Lead Management mit dem Prospecting Workspace. Das Lead Management steht im zentralen Fokus von dem, was wir heute tun wollen und wo wir uns drauf fokussieren wollen. Und wenn es um das Thema Productivity oder Produktivität geht, könnte man sich dem Thema ja nähern, indem man furchtbar viele Statistiken anschaut, indem man furchtbar viele Analysen fährt. Was ist von der Produktivität eigentlich hoch oder niedrig oder viel oder wenig et cetera.
DALL-E habe ich gefragt, ChatGPT habe ich gefragt, wie könnte man Produktivität mit einer sehr überladenen Grafik darstellen? Das hat er ziemlich gut gemacht. Es ist sehr überladen. Denn let's face it, das, was wir alle im Vertrieb spüren, für uns ist das einerseits der Traumjob. Ich bin nach wie vor der Meinung, auch mit meiner Berufserfahrung, Vertrieb ist ein Dreamjob. Den mache ich sehr gerne, er macht mir sehr viel Spaß. Na ja, nicht immer sitze ich dabei im Café bei Starbucks oder was auch immer und nasche dazu die Törtchen, die dazugehören, denn die Realität sieht meistens doch eher etwas schwungvoller und etwas intensiver aus. Das heißt, das, was wir mindestens mal brauchen im Vertrieb, ist alles das, was uns hilft, die in der Produktivität, die Geschwindigkeit und die Erwartungshaltung aufrechtzuerhalten. Und dafür würde ich mir schon manchmal den ein oder anderen zusätzlich wünschen. Wer weiß, vielleicht kommt das ja entsprechend noch, aber das, was wir mindestens mal jetzt tun können, ist zu schauen, wie wir uns mit der bestehenden Software, mit den bestehenden KI-Tools und alles das, was an Werkzeugen sonst noch so da ist, uns unterstützen lassen können im Tagesgeschäft. Wir wollen als allererstes, Punkt Nummer eins, ein bisschen uns umschauen, was bietet uns HubSpot in seinem Universum eigentlich in der Aufteilung dessen, wie wir uns unterstützen lassen können im Bereich Marketing und vor allen Dingen im Bereich Sales. An der Stelle werde ich darauf eingehen, wie die Abgrenzung zwischen Marketing und Sales, Marketing, Lead Management und Deal Management sein wird. Und ich werde aufräumen mit ein oder 2 Missverständnissen, wer eigentlich für was zuständig ist und welche Aufgaben hat in dem ganzen Konzert. Ich habe dafür eine Tabelle gebaut. Ich zoome in diese Tabelle mal hinein, und definiere, dass wir 2 in Übersicht erstmal 2 sehr große Phasen haben. Die erste Phase ist das Marketing, was sich darum kümmert, die Audience, das heißt die Zuhörer da draußen, die ein Interesse haben an unseren Produkten, aber die noch nicht ganz bereit sind, mit uns in Kommunikation zu treten, sich bei denen vorstellig zu werden. Marketing kümmert sich um ungefähr 90% der Prospects, 90% der Kontakte da draußen. Die dann jenseits von einem Buying Trigger, das heißt von einem Kaufimpuls, sind, das sind dann die Aufgabe vom Vertrieb, sich darum zu kümmern, zunächst einmal im ersten Schritt und dann im zweiten Schritt, sie vertrieblich zu betreuen. Das heißt, Marketing hat die Aufgabe, sich das Problem im Markt zu erklären und überhaupt herauszugehen und zu erklären, warum ist die Situation, die unsere Zuhörer beobachten, warum ist das überhaupt ein Problem? Sie haben die Aufgabe, Vertrauen aufzubauen. Das heißt, Build Trust, Vertrauen aufzubauen und dafür zu sorgen, dass man meiner Marke, meinem Unternehmen vertraut. Brand Authority, die Autorität meiner Marke gegenüber rüberzubringen und Become Top of Mind. Zur Mittagspause hat der eine oder andere von euch vielleicht auch eine Limonade auf dem Tisch stehen. Dann denkt doch mal einen kleinen Augenblick darüber nach, welches berühmte Unternehmen uns sofort einfällt, wenn wir zum Thema Top of Mind zu einer erfrischenden Limonade uns darüber nachdenken. Dem einen oder anderen fällt in dem Zusammenhang vielleicht sofort Coca-Cola ein. Dann ist Coca-Cola ein ziemlich perfektes Beispiel, dass sie uns wunderbar darin ausgebildet haben, dass wann auch immer wir über eine erfrischende Limonade, eisgekühlt, und darüber nachdenken, dass uns sofort, Coca-Cola als Brand in den Sinn kommt. Wir vertrauen dieser Marke auch in gewisser Hinsicht, weil wir wissen, auf der ganzen Welt ist Coca-Cola immer identisch. Ob wir es mögen oder nicht, es ist erstmal dahingestellt, aber wir haben das Vertrauen der Marke gegenüber, dass die Coca-Cola, die ich hier in Indien trinke, genauso schmecken, genauso sich anfühlen wird und genauso sicher ist wie die Coca-Cola, die ich hier irgendwo in Europa trinke. Eine entsprechende Brand Authority wird dieser Marke zugeordnet. Das ist die Aufgabe von Marketing. Marketing bildet diese gesamte Aufgabenstellung ab, üblicherweise mit etwas, was wir so als Marketing-Trichter, Marketing-Funnel bezeichnen und benutzt dafür, entsprechende Content-Elemente wie Brand, das heißt die markenbildenden Maßnahmen,
eine passende Webseite, Blog, entsprechende Artikel, die die Problemsituation erklären und die dazugehörige Lösung, Webinare, das, was wir gerade miteinander machen, Industry Reports, das sind so unterschiedliche und das sind so unterschiedliche Content-Elemente, die insbesondere im Marketing ausgespielt werden. Unser HubSpot-System ist sehr gut darin, diese Content-Elemente im Marketing miteinander zu orchestrieren, sagen wir mal, sie zusammenzufügen, genau Folgeschritte zu tun, wenn der eine das gemacht hat, dann das nächste entsprechend hinterherzuschieben. Das ist die Aufgabe vom Marketing. Zum Schluss, am Ende vom Marketing-Funnel, irgendwo zu einem passenden Zeitpunkt einen Trigger herauszulesen, wann es Sinn macht, mit einem dieser vielen Kontakte, und das waren ja immerhin mal 90% der Kontakte, einen entsprechend herauszudestillieren oder mehrere, die als Lead bei uns dann landen im Sales. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Pudelskern. Im Vertrieb unterscheiden wir zwei unterschiedliche Aufgaben. Das ist die erste Aufgabe des Lead Managements und die zweite Aufgabe des Deal Managements. Was ist nun der Unterschied zwischen den beiden? Das Deal Management in seiner ersten Aufgabe ist damit betraut, sicherzustellen, dass das Lead, was wir dort geliefert bekommen haben, auch wirklich perfekt zu unserem angebotenen Lösung passt. Sie verifizieren, sie überprüfen, sie identifizieren, ob dieser Kontakt, dieser Lead, der uns gerade vorgelegt wurde, zu unserer Lösung dazugehört. Das heißt, können wir das überhaupt liefern? Können wir das überhaupt lösen, was derjenige da haben will? Sie verifizieren, ob der Kontakt in unserem Idealkundenprofil ist, Ideal Customer Profile, ICP. Passt dieses Unternehmen, passt diese Lead zu dem, was wir eigentlich haben wollen? Ist das Unternehmen, was dahinter steckt, vielleicht viel zu groß für das, was wir liefern können? Ein Riesenkonzern und passt gar nicht zu uns. Oder viel zu klein. Und unsere Lösung ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht adäquat für diese Unternehmen. Das heißt, im Lead-Management wird nichts anderes getan, als zu überprüfen, ob dieser Kontakt, dieses Lead zu unserer angebotenen Lösung passt. Bevor ich eintauche in die dazugehörigen Content-Elemente, lass mich dieses Bild von verifizieren, ob das dazu passt, noch mal ein kleines bisschen illustrieren mit einem Bild aus dem Märchen. Aus der Märchenwelt nehmen wir mal das Märchen äh, ähm, von dem verzauberten Prinzen. Und ihr seht schon, ich habe nicht aufgepasst bei der Vorbereitung. Ich habe gesagt, ich kümmere mich und ich nutze das Bild vom verzauberten Prinzen und, und stelle dann doch irgendwie hier den Prinzen dar, der gerade am Suchen ist. Aber in einer inzwischen sehr offenen Welt könnte ja auch in diesem Fall ein Prinz einen Prinzen suchen. Oder es könnte auch eine verzauberte Prinzessin sein. Weiß man ja alles nicht. Bleiben wir trotzdem einen kleinen Moment in dem Bild. Im Prospecting geht es nicht darum, sich umzuschauen da draußen in der großen, weiten Welt. Wer könnte irgendwie Interesse an meinem Produkt haben? Das ist damit nicht gemeint. Also nicht umzuschauen, wer von diesen vielen Tieren da im Wald könnte irgendwie Interesse an meiner Leistung des Entzauberns, an meiner Leistung des netten Kusses haben. Sondern Prospecting ist, die vielen Frösche, die durch das Marketing herausselektiert wurden, anzuschauen und zu identifizieren, wer genau von diesen Fröschen hat das Problem jetzt. Und zwar ein Problem, was ich lösen kann. Ich bin gut im Entzaubern. Ich bin gut darin, einen Kuss zu geben und deswegen zu entzaubern. Das ist Prospecting. Prospecting ist zu identifizieren, wer genau da draußen hat mein Problem. Das heißt, mit einer etwas neutraleren Darstellung, Prospecting geht es darum, zu identifizieren, wer steht hier gerade auf dem einen Hügel, auf dem einen Berg und hat die Lücke, den Gap, die Lücke
und möchte zu einem bestimmten Ziel kommen. Das heißt, Prospecting kümmert sich darum, genau zu identifizieren, wer ist derjenige, der dieses Problem zurzeit gerade hat. Ich blättere wieder hoch. Das heißt, im Prospecting geht es uns darum, mit Hilfe von unterschiedlichen Tools, wie zum Beispiel 'nen Product Deck, vielleicht sogar eine erste Demo, Use Cases und die entsprechenden Sequenzen, die werden wir heute noch im, Beispiel anschauen und in der Demo anschauen, wie das funktioniert, zu organisieren am Ende des Tages eine tiefergehende Konversation, eine tiefergehende Beziehung mit dem Lead, um dann erst in den nächsten Schritt einzutreten. Der nächste Schritt ist dann das Deal Management. Im Deal Management geht es darum, dem vorher klar identifizierten Lead zu zeigen: „Jo, wir wissen jetzt, du bist ein verzauberter Prinz. Wir wissen jetzt, dass du ein echtes Problem hast. Und ich möchte dir jetzt zeigen, dass wir diejenigen sind, die die allerbeste Lösung dafür liefern können.“ Das heißt, die erste und wichtigste Aufgabe im Deal Management ist es: Show you are the best fit. Zeig, dass wir diejenigen sind, die es am besten lösen können. Dafür zu sorgen, dass das Vertrauen gerechtfertigt ist. Das heißt, dafür zu sorgen, dass das Vertrauen aufgebaut wird bei demjenigen. Fragen beantworten, Features erklären, Einwände bearbeiten, die Benefits, das heißt die wirklichen Benefits herausstellen und zu beweisen, und unter dem Begriff CPQ steht Configure, Price, Quote. Das heißt, dann am Ende des Prozesses, kurz vor dem Abschluss mit dem Lead oder Prospect in diesem Falle, daran zu arbeiten, dass seine Lösung konfiguriert wird, dem ein Preis zugeordnet wird und dann ein Quote, ein Angebot herausgesendet wird zu demjenigen. Das ist die Aufgaben vom Deal Management. Dafür stehen uns im Deal Management unterschiedliche Content-Dokumente wieder zur Verfügung, Pricing-Dokumente, FAQs, Battle Cards, unterschiedliche Themen. Nadia, du bist heute dabei. Product-led Growth ist ein wichtiges Thema bei euren SaaS-Lösungen, Testimonials, Case Studies, und natürlich wieder mal im Bereich Quote entsprechende Quote-Follow-up-Sequences, entsprechende Sequenzen herauszuarbeiten, um den Kontakt in der sensibelsten, wichtigsten, empfindlichsten Phase überhaupt zu begleiten, seine Entscheidung überhaupt vernünftig treffen zu können. Die Begriffe, die wir dann häufig hören in diesem Zusammenhang beim Lead Management und Deal Management ist, im Lead Management ist dann der Lifecycle oftmals der von einem SQL, also einem Sales Qualified Lead. Und in der Phase des Deal Managements, dann, wenn wir eine Sales Pipeline bearbeiten, dann sind wir entweder in der Phase Opportunity oder zum Abschluss natürlich dann auch in der Phase Customer. Weil HubSpot das ganz genau so sieht und weil HubSpot das ganz genau so interpretiert, ist die Software von HubSpot genauso aufgebaut. Das heißt, die Software ist so aufgebaut, dass wir einen Kundengewinnungsbereich haben, nämlich den Lead-Management-Bereich. Den werden wir uns gleich in der praktischen Anwendung anschauen. Das ist das, was oftmals als Prospecting Workspace bezeichnet wird. Und wir haben einen Bereich des Deal-Managements, wird oftmals also known as, was oftmals als Pipeline-Management bezeichnet wird. Da geht es darum, die Umsatzsteigerung zu beschleunigen. Deswegen gibt es genau diese beiden Bereiche, Prospecting und Deal Management, getrennt voneinander. Übrigens, jeder von euch, jeder von den Teilnehmern hier, der jetzt auf die Idee kommt und sagt: für das Deal Management haben wir schon eine gute Lösung, uns fehlt aber eine gute Lösung für das Lead Management.“ Dafür hat sich HubSpot so aufgestellt, dass man ohne Weiteres auch nur eine der Teilkomponenten mit der HubSpot-Lösung machen kann und für die anderen Teilkomponenten eine wunderbare Integration schaffen kann. In manchen Unternehmen spreche ich mit dem Unternehmen darüber, dass sie ohne weiteres Salesforce weiter benutzen wollen für das Pipeline-Management, für das Deal-Management, aber sie haben keine gute Lösung für das Lead-Management, das heißt für das Prospecting.
Wiederum andere Unternehmen nehmen dann eine andere Marketinglösung dazu, oder nehmen HubSpot als Marketinglösung dazu, um ihre bestehende Saleslösung, anzusteuern. Meine Philosophie ist es, im Deal Management den Sales Consultant, das heißt den Account Executive, den Sales-Berater, den Vertriebsmitarbeiter als Purchasing Facilitator zu sehen. Ich kann das vielleicht übersetzen als Einkaufshelfer, Einkaufsberater, weil nach meiner Philosophie kann zumindest im B2B-Bereich da draußen niemand etwas kaufen. Ich kann niemandem etwas verkaufen, der nicht von sich aus kaufen will. Das heißt, ich kann dem auf der anderen Seite ich kann dem Gesprächspartner nur helfen, den Weg zu finden, bei mir zu kaufen. Dafür gibt es unterschiedliche Werkzeuge. Ähm, Ich benutze dafür gerne einen Mutual Action Plan, das heißt einen gemeinsam vereinbarten Fahrplan, wie wir den Kauf orchestrieren, den Verkauf organisieren. Aber Grundphilosophie für mich dabei ist immer zu agieren als Purchasing Facilitator. Und genau so habe ich dann auch im nächsten Abschnitt die Grundlagen aufgebaut, wie wir die äh, Abbildung der Software nutzen, um optimale Sales-Prozesse aufzubauen. Im Anschluss an die Grundlagen gucken wir jetzt ganz schnell mal in den Bereich, im nächsten Abschnitt, in den Bereich, was gibt es eigentlich alles als Neues? Und danach werden wir uns das konkrete Beispiel vertieft anschauen von dem Prospecting Dashboard, von dem Prospecting Workspace. Ich schaue jetzt gerade einmal zurück in meinen Dings. Sieht alles gut aus. Uwe sagt Servus, das ist wunderbar. Das heißt, es scheint noch keine Zwischenfragen zu geben. Ich werde immer zwischendrin mal rüberschauen in meinen Überblickschat, ob es Zwischenfragen gibt dabei. Zoomen wir rein und tauchen ein in den zweiten Abschnitt der aktuellen Neuigkeiten bei HubSpot. Die aktuellen Neuigkeiten kann jeder, der selber aktiv in einem HubSpot-System arbeitet, Uwe, Nadja, bei euch weiß ich, ihr seid aktiv in eurem HubSpot-System. Bitte nie vergessen, naja, ich würde immer sagen, einmal alle 14 Tage oder einmal im Monat, rechts oben auf euren Firmennamen drauf zu klicken, auf den Namen von eurem Portal, dann hier in den Menüpunkt Product Updates und dann bekommst du hier eine ganze Auflistung von allen aktuellen Updates. Das heißt, hier gerade 30. Januar, gestern gerade, ist eine neue Funktion live gegangen und dann kann man hier unterscheiden nach den Funktionen, die bereits live sind, die demnächst kommen oder die im Moment noch als Beta-Version verfügbar sind. Beta-Versionen sind eine coole Sache, weil da kann man schon sehr früh Sachen ausprobieren. Und ich kann aus Erfahrung der letzten Jahre sagen, dass die Beta-Versionen, die uns angeboten werden, eigentlich alle in einem Stadium sind, dass man sie auch ruhig verwenden kann. Da ist jetzt nichts mehr dabei, was so instabil ist, dass es nicht für den Produktionsbetrieb geeignet ist. Trotzdem an der Stelle immer eine Portion Vorsicht. Beta ist Beta, das heißt, man muss entsprechende Vorsicht dabei einführen. Hier ist so eine öffentliche Beta, flexiblere, gleitere Verfügbarkeit auf Terminplanungsseiten. Da kann man sich anschauen, wenn man draufklickt, was ist denn damit eigentlich gemeint und dann kann man die Beta-Version für sich aktivieren. Gehen wir im ersten Step auf ein paar der interessanten Neuerungen, die in den letzten 4 bis 6 Wochen angekündigt wurden, insbesondere nur aus dem Bereich Sales. Das, was mir aufgefallen ist, was ich als Produktivitätsfunktion sehr, sehr praktisch empfinde und sehr, sehr gut empfinde, sind die KI-unterstützten Call Summaries. Das heißt, ich kann mir Aufzeichnungen von Gesprächen, die in meinem HubSpot-System aufgezeichnet wurden, durch KI zusammenfassen lassen und in meinem System direkt nutzen. Hm. Inbound Calls, Telefonanrufe aufzeichnen zu lassen, ist für uns in Deutschland nach wie vor etwas ungewöhnlich, wird nicht so häufig praktiziert. Wir kennen das als Konsumenten eigentlich immer nur von großen Unternehmen wie Telekom. Ihr Gespräch wird jetzt aufgezeichnet. Wenn Sie das nicht wollen, sagen Sie das bitte als nächstes. Das ist jetzt nicht so unbedingt so sehr üblich. Allerdings
nutze ich inzwischen seit, ich glaube, ungefähr 2 Monaten eine Funktion namens Fireflies, ein Zusatzmodul, mit dem ich meine Konferenzen, meine Gespräche, meine Zoom, Teams oder Google Meet Gespräche in der Gruppe oder einzeln aufzeichne, vorher natürlich frage, ob es alles okay ist und habe dann die innerhalb von Fireflies die Aufzeichnung mit dem Video, die Aufzeichnung mit einem Meeting Summary und deren entsprechenden Transcript dabei. Nun habe ich das Ganze nicht nur innerhalb von Fireflies, sondern hier ist ein schönes Beispiel mit Jan Henrik von meinem Kooperationspartner Fürst von Martin, habe ich darüber gesprochen, über ein bestimmtes Thema. Und weil ich das mit Fireflies aufgezeichnet habe, ist das direkt als Notiz dann an dem entsprechenden Kontakt aufgenommen worden. Ohne dass ich was weiter damit machen musste, wurde es von Fireflies direkt dem Kontakt zugefügt. Warum ist das ein Productivity Hack? Warum steigert das meine Produktivität? Das steigert meine Produktivität deswegen, weil ich, bevor ich den nächsten Termin habe mit, in diesem Falle Jan Henrik, schaue ich einfach mal nach in die Summary, worüber haben wir denn beim letzten Mal gesprochen? Wo sind wir stehen geblieben? Was waren die Inhalte dessen, was wir letztes Mal besprochen und vereinbart haben miteinander? Gibt in meinem geschäftlichen Zusammenhang recht häufig die Situation, dass sich Deal Management Gespräche, also der Vertrauensaufbau, über mehrere Meetings drüber hinwegzieht. Ich vermute mal, in den allermeisten Fällen bei euch, liebe Teilnehmer, ist das entsprechend ähnlich, dass ihr nicht nur einen Sales Call macht, sondern mehrere. Und beim zweiten, dritten, vierten Call muss man sich daran erinnern, was haben wir denn letztes Mal miteinander besprochen und vereinbart, auch sodass man dann entsprechend darauf aufbauen kann. Für mich eines der wichtigsten Productivity Hacks. Könnt ihr entsprechend entweder mit dem eingebauten Call Summary KI-Tool von HubSpot verwenden oder mit einem externen Werkzeug. Zweite Funktion. Eine der Lieblingsfunktionen, die ich nicht müde werde, euch näher zu bringen, sind die Sequenzen. Ein Beispiel dafür werden wir gleich noch sehen, wenn wir mit dem Prospecting Workspace arbeiten werden. Die Sequenzen sind meines Erachtens nach eines der am meisten unterschätzten Werkzeuge, die es da draußen gibt. Sequenzen sind unglaublich stark. Warum, werden wir gleich im angewandten Beispiel sehen. In Richtung von Produktivitätssteigerung sind die Sequenzen eines der wenigen Werkzeuge, mit denen ich direkt klassische Optimierungsschritte wie AB-Tests ausprobieren kann. Das heißt, ich kann mit einer Sequenz sagen, in der einen Sequenzenserie mache ich entsprechend ein E-Mail vom Typ A, in der anderen Serie mache ich ein E-Mail vom Typ B, um dann hinterher auswerten zu können. Und hier ist ein Beispiel mit einer Sequenz, wie ich sie gefahren habe zum Thema HubSpot Product Updates zu einem früheren Datum, wo ich 56 Teilnehmer aufgenommen habe. Nach den Sequenzen, durch die Sequenz angeregt, wurden 27% davon wurden Meetings, also 15 Meetings gebucht. 4 haben geantwortet, wurde Geöffnung, Klicks etc. Das heißt, ich kann systematisch analysieren, welchen Erfolg hatte meine vertriebliche Tätigkeit, indem ich genau diese Sequenz rausgesendet habe, um in diesem Falle die Product Updates entsprechend zu bewerben. Wir werden gleich ein Beispiel sehen in den Sequenzen in meinem Outreach, in meiner ersten Kontaktaufnahme mit meinen Kontakten. Auch dort ist es eine Abfolge von E-Mails und anderen Aktivitäten. Und ich kann durch AB-Tests analysieren und ausprobieren, welches E-Mail funktioniert nun besser, welche Art von Anruf funktioniert nun besser. Eine nette neue Funktion, die erst seit ein paar wenigen Wochen, ich glaube 2, 3 Wochen verfügbar ist, sind die angepassten Reminder-E-Mails, nachdem ein Meeting vereinbart wurde. Was ist das? Wenn du in deinem HubSpot-System mit deinem Sales Hub Meetings vereinbarst mit deinen Kontakten, mit deinem Prospect, mit deinen angehenden Deals, dann nutzt du dafür in aller Regel das HubSpot Meeting Tool. Geile Sache, funktioniert wirklich sehr gut, ist ein unheimlich starkes Instrument.
Was jetzt noch besser geworden ist dadurch, dass ich nicht nur sagen kann, dass Reminder-E-Mails rausgesendet werden in gewissen zeitlichen Abständen kurz vorher, sondern dass ich das E-Mail, was rausgesendet wird, auch noch anpassen kann auf die besondere Situation. Habt ihr dafür eine Kreativität, wie man das anpassen kann? Klar, jeder von euch wird Ideen sofort entwickeln und sagen: „Klar, zu meinem Meeting vom Typ Erstberatung bringe deine 3, 5, 10 wichtigsten Fragen mit, mach dir darüber eine Notiz, sende sie mir vielleicht vorher schon.“ Das wäre bei vielleicht ein Hinweis, was ich in so einem Erinnerungs-E-Mail rüberbringen kann. Eine Funktion, die seit Langem gefordert wurde und die insbesondere beim Analytics, bei der Analyse von unseren Deal Pipelines eine wichtige Voraussetzung ist, sind die Deal Pipeline Rules. Was verbirgt sich dahinter? Ich kann jetzt in meiner Sales Deal Pipeline Regeln hinterlegen. Ich kann Regeln hinterlegen, dass Deals nur in bestimmten Sales-Phasen angelegt werden dürfen. Ist eine übliche Situation, dass so 'n Deal reinkommt und man sagt so: „Oh, mit dem Deal bin ich ja schon 'nen Schritt weiter und ich lege ihn gleich an in der Angebotsphase.“ Das geht, kann man so machen, hat nur den Nachteil, dass ich nie wirklich zuverlässig messen kann, wie lange hat es beispielsweise gedauert, um ein Deal von Öffnung bis zum Close zu begleiten. Der Begriff, der sich dahinter verbirgt, ist die sogenannte Deal Velocity, das heißt die Geschwindigkeit, mit der ich wie viel Umsatz durch meine Deal Pipeline begleiten kann. Deal Velocity ist ein ganz wichtiger Parameter und jeder, der darauf guckt, muss dafür sorgen, dass Deals nur in bestimmten Phasen, nämlich meistens in der ersten Phase von der Deal Pipeline angelegt werden dürfen. Ein zweiter üblicher Punkt ist, das zu verhindern, dass Deals zurückgeschoben werden. Dass jeder Sales-Mitarbeiter sagen kann: „Ah ja, nee, also nee, mit dem Deal bin ich noch nicht so weit, ich schiebe ihn doch mal wieder in der Phase zurück.“ Warum möchte ich das verhindern wollen? Nun, ich möchte es vielleicht deswegen verhindern, weil zunächst einmal sollte sich jeder Account Executive, jeder Sales-Mitarbeiter darüber im Klaren sein, dass ich 'nen Deal ja nur vorwärts schieben kann und darf, wenn bestimmte Exit-Kriterien, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Nur dann darf ich den Deal überhaupt nach vorne schieben. Da gibt es eigentlich auch keinen Grund, ihn dann wieder zurückzuschieben. Was in der Praxis der häufigste Grund ist, um einen Deal wieder zurück in der Pipeline zu schieben, ist eigentlich, nennen das in der Vertriebssteuerung Sandbagging. Na ja, ich will meinen Umsatz entsprechend so gestalten, dass meine Sales Pipeline als Account Executive für diesen Monat oder für dieses Quartal so optimal gestaltet ist, dass ich auch nächsten Monat und nächsten Quartal meine Zahlen noch erreichen kann. Könnte ein Grund sein, warum man die Deal Pipeline Rules so einstellen möchte, dass Seniorität, nur bestimmte Mitarbeiter mit entsprechender Seniorität Deals auch wieder zurückschieben dürfen. Weiterhin eine der weiteren neuen Funktionen in die fein gefassteren Call Analytics. Wenn ich in meinem HubSpot-System und ich gehe davon aus, jeder, der im Bereich Sales arbeitet, dafür sorge, dass die Anrufe, eingehende als auch abgehende Anrufe, in meinem HubSpot-System erfasst werden, unter anderem, um mir selber meine Notizen, meine zu protokollieren, was ist da eigentlich gelaufen mit dem Kontakt. Dann werde ich dem Call bestimmte Parameter zuordnen. Erstens, hat der Call überhaupt stattgefunden? Hat er erfolgreich stattgefunden? Was war das Ergebnis? Wie sind wir zusammengekommen? In welcher Phase ist das Ganze passiert? War das ein Anruf in der Prospecting-Phase oder war das ein Anruf in der Abschlussphase? Sodass ich dann in meinen Sales Analytics genau nachschauen kann, wie viele Anrufe von welchem Typ habe ich eigentlich gebraucht, um einen Deal abzuschließen. Mit einem Kunden, der auch heute da ist, haben wir diese Art von Analyse sehr genau gemacht. Er hat plötzlich festgestellt, für einen typischen Deal von einer Größenordnung X
hat sein Team überproportional viele Anrufe gebraucht. Also hat man sich sehr genau hingesetzt und sehr genau angeschaut durch die Call-Analyse, was ist dafür eigentlich notwendig und was ist dafür dringend gebraucht. Soweit im Schritt 2 die aktuellen wirklich, wichtigen Neuigkeiten der letzten 6 bis 8 Wochen, die im HubSpot-System im Bereich Sales, zu notieren waren. Im nächsten Abschnitt von dem, was ich, zeigen möchte, werden wir jetzt, konkret ein Beispiel zeigen, wie wir mit dem, Prospecting Dashboard arbeiten. Aber zunächst einmal kurz rüber, geschaut, ob es da Fragen gibt. Ne, Fragen sind keine da und sind alle dabei. Dann steigen wir ein in den dritten und letzten Abschnitt. Im dritten Abschnitt gebe ich einen kurzen Überblick, wo stehen wir eigentlich und wie arbeiten wir? Und dann wechseln wir rüber in mein persönliches Portal, in mein Taipan Consulting Portal. Wie arbeite ich damit? Jeder von euch, die mit mir schon gearbeitet hat im Onboarding von dem Sales Hub, kennt hier dieses Flussdiagramm, wie ein Durchlauf passiert von einem Lead, was wir erfasst haben im CRM, was wir aus Adresslisten, aus einer Interaktion, als Empfehlung entsprechend übernommen haben, als Lead übernommen haben und dann Schritt für Schritt durch die verschiedenen Stufen bearbeitet haben. Das hier ist ein idealtypischer oder einfach nur beispielhafter Ablauf. Natürlich sieht er immer etwas anders aus. Natürlich sieht er im Bereich Software as a Service anders aus als im Bereich B2B Formenbau oder irgendwas in der Richtung. Und natürlich sprechen wir immer davon, welche Art von Enablement Tools vorne, ihr erinnert euch an den Sales Content, macht Sinn. Im Großen und Ganzen allerdings haben wir vorne bereits schon festgestellt, dass der Prospecting Workspace für die ersten beiden Phasen dafür da ist. Die erste Phase ist im Prospecting die Identifikation. Die zweite Phase ist im Prospecting ich nenne das Connect and Qualify. Das heißt, ich identifiziere, wer da draußen gehört zu meinem Idealkundenprofil und verbinde mich dann das erste Mal mit demjenigen, um zu überprüfen, ist das wirklich der Fall, dass diese Annahme genauso stimmt. In vielen Fällen passiert das in unseren Art von Sales-Organisationen in der Praxis sehr wohl, dass aus dem Marketing nicht genügend Leads uns geliefert werden. Oder wir haben gar kein Marketing. Kann ja auch passieren. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden, wie wir Idealkunden, Kontakte aus dem Idealkundenprofil uns generieren und in unser System übernehmen. Und dann passiert hier genau die Arbeitsschritte aus dem innerhalb des Prospecting Workspaces organisiere ich mir dann. Sobald ich sicher bin, dass dieser Kontakt qualifiziert genug ist, und hier ist wieder mein Beispiel aus dem Bereich Band, hat er genügend Budget, ist die Autorität, spreche ich mit dem Richtigen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Dann wird das übergeben als Opportunity in die Sales Pipeline und dann passiert hier die entsprechenden Abläufe in der Sales Pipeline. Soweit vom Überblick. Und jetzt seht ihr auch genau, wie die Übergabe passieren kann zwischen den beiden Bereichen. Wenn ich im Bereich mit einer anderen Art von Software arbeite, im Bereich meinem Deal Management, kann trotzdem das ein anderes Team, die Sales Development Representatives, das sind die typischen Mitarbeiter, die hier in dem Bereich das Prospecting Workspace nehmen, ein SDR, BDR, NDR, das sind so Begriffe, die man häufig hört dabei. Terminsetter ist auch oftmals ein Begriff, den man dabei hört, weil genau diese Mitarbeiter sind diejenigen, die nichts anderes tun, als überprüfen, ist dieser Kontakt ein wertvoller Kontakt, den ein teurer Account Executive übernehmen könnte. Dann gehen wir doch mal in die Praxis und machen das genau so. Ich wechsle jetzt hier rüber in mein System. Ihr seht, Taipan Consulting, das ist mein System, das ist mein Arbeitsplatz. So sieht es aus, wenn ich morgens meinen Arbeitsplatz im Bereich Prospecting öffne. Das heißt, so sieht es dann aus und habe hier eine erste Übersicht mit meiner Zusammenfassung.
Sehe hier meine heute fälligen Aufgaben. Bei den To-dos ist 0 von 1 abgeschlossen, das heißt, eine ist noch offen. E-Mails brauche ich keine weiter schreiben, Anrufe sind für heute keine geplant. Immerhin führe ich ja gerade ein wichtiges Gespräch mit euch. LinkedIn Meetings habe ich bereits in diesem Monat einige abgeschlossen. 5 sind noch geplant für diesen Monat. Nicht erschienen sind irgendwie 3, 5 diesen Monat noch geplant. Das ist ja heute Nachmittag noch 5. Das müssen wir mal überprüfen. Ähm, Das ist mein Kalender für heute. Da sind noch 2 Meetings, die, heute passieren. Und auf diese Art und Weise sehe ich meinen Tagesablauf. Was sehe ich noch? Heute fällige Aufgaben. Das heißt, ich kann die Aufgabe von hier aus starten. Ich habe auch überfällige Aufgaben. Frank, da hast du ganz schön geschlurrt. Du hast 13 überfällige Aufgaben. Ein To-do, 11 E-Mails und eine LinkedIn-Aufgabe. Das heißt, da steckt vermutlich eine Verbindungsaufforderung dahinter. Genau die könnte ich jetzt von hier aus starten, könnte dann sagen, ja, ich möchte eine Kontaktanfrage senden an genau den Sebastian Kopsan und kann meine Aufgabe auf diese Art und Weise direkt bearbeiten. Dann sehe ich hier gleich meine Sequenzen. Das heißt, hier laufen, mindestens eine oder sogar 2 Sequenzen gleichzeitig. In diesen Sequenzen sind 23 Kontakte aufgenommen und ich habe hier eine überfällige Aufgabe, die mir zugewiesen wurde und, hier sind noch weitere E-Mail-Aufgaben, die entsprechend zu erledigen sind. Wie die sind und wie das, funktioniert, sehen wir gleich. Dann sehen wir auch noch die vorgeschlagenen Aktivitäten. Ich habe hier zum Beispiel eine E-Mail erhalten, auf die ich noch nicht geantwortet habe. Das heißt, mein HubSpot-System unterstützt mich in meinem Arbeitsablauf, in meiner Produktivität, dass er beobachtet: „Holla, da könnte was sein von diesem Kontakt, das darfst du nicht aus den Augen verlieren.“ Dann haben wir ja gerade gesehen, dass es, sehr wohl sinnvoll ist, seine Meeting-Ergebnisse zu protokollieren. Auch dabei unterstützt mich mein System in der Produktivität, dass ich hingehen kann und hier, bei dem, Meeting, was offensichtlich am Montag, am 26. stattgefunden hat, sagen kann: „Das habe ich abgeschlossen“, dann wird das gleich abgehakt. Das hier ist ebenfalls auch abgeschlossen, auch das ist entsprechend abgehakt. Und auf diese Art und Weise kann ich dann meine Hygieneaufgaben, meine Protokollierungsaufgaben erledigen. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem Bereich, wo es darum geht, das Prospecting wirklich zu organisieren. Meinen Prospecting-Ablauf habe ich organisiert, genauso wie eine Sales Pipeline, habe ich meinen Prospecting-Ablauf organisiert in unterschiedliche Phasen. Ein Lead, was neu bei mir reingekommen ist, ein Lead, um das ich mich kümmere in einer Recherche, also ich schaue nach, ist das Connect and Qualify, ist das wirklich ein relevanter Kontakt? Dann versuche ich eine Kontaktaufnahme, das heißt, ich versuche, mit dem in Kontakt zu kommen, schiebe sie dann in eine Phase, wo ich sage: „Okay, mit diesen 14 hatte ich schon einen ersten Kontakt. Ich kann dann darauf aufbauend weitermachen.“ Dann gibt es einige davon, wo die Qualifikation abgeschlossen ist und, ich entscheiden muss, ist dieser Lead wirklich qualifiziert? Dann wird sofort eine Opportunity angelegt oder es wird disqualifiziert, gesagt so: „Ne, das ist keiner“ und ich lege ihn mir entweder auf Wiedervorlage für bisschen später. Das heißt, es könnte ja sehr gut sein, dass dieser Lead nicht für immer disqualifiziert ist, sondern eben halt jetzt noch nicht qualifiziert ist. Das heißt, auch das könnte ja dann entsprechend ein Arbeitsschritt sein. Jetzt nehmen wir uns mal ein Beispiel aus dem Bereich Recherche. Das heißt, ich will jetzt hier hingehen und entsprechenden Follow-up starten mit passenden Leads entsprechend dabei. Und ich habe hier jetzt hier auf der linken Seite alle Leads, die ich mir geholt habe zu dem Bereich. Wo kommen die nur her? Nun, in meinem konkreten Fall kommen die aus einer externen Quelle, wo ich mir Leads, wo ich mir Kontakte gekauft habe, die einer ganz bestimmten Trigger erfüllt haben. Was sind nun Trigger? In meinem Geschäftsmodell ist es sinnvoll, sich zu einer bestimmten Unternehmensphase, einer bestimmten Phase der Unternehmensentwicklung mit einem Sales CRM zu beschäftigen. Und das ist immer dann, wenn das Unternehmen im Wachstum ist, sogenannte Scale-Ups. Also schaue ich nach, welches Unternehmen hat gerade eine Wachstumsfinanzierung erhalten. Diese Information kann man bekommen. Andere da draußen
arbeite ich, hier ist ein Beispiel aus dem Bereich Apollo, mit einer Datenbank von Apollo arbeite ich, und hier ist jetzt ein Beispiel von Unternehmen, was gerne arbeiten möchte mit Healthcare-Provider in der Schweiz, und recherchiere dann die entsprechenden Kontakte und übernehme diese Kontakte von dieser Datenbank direkt in mein HubSpot-System. Noch ein bisschen besser geht es mit dem Tool von Clearbit. Clearbit wurde gerade vor etwa 8 Wochen übernommen von HubSpot. Das heißt, das wird immer stärker integriert werden innerhalb von HubSpot, und kann dann sagen, dass ich wiederum Schweiz Healthcare Provider genau diese Kontakte von dem mit seiner LinkedIn, hier auch eine E-Mail-Adresse habe ich von dem, LinkedIn, Telefon und E-Mail-Adresse, direkt hier unten per Knopfdruck Add to HubSpot sagen kann. Das heißt, unter der Voraussetzung, dass du in deinem System klar definiert hast, was ist dein Idealkundenprofil, kannst du rausgehen an den Markt und unterschiedliche Tools verwenden, um gemäß deines Idealkundenprofils Recherche zu machen. Also mein Idealkunde hat mehr als 11, aber weniger als 5.000 Mitarbeiter, ist in der Schweiz und ist in der Branche Healthcare Provider, dann kann ich mir genau diese Daten holen. Ich muss ja nicht alle 1.300 Companies auf einmal nehmen. Ich kann ja wiederum weiter einschränken in eine bestimmte Region und da meinen nächsten Schritt tun. In meinem konkreten Fall, in meinem konkreten Beispiel hatte ich erzählt, dass ich mir eine externe Datenbank geholt habe, wo ich diese Information über Finanzierungserfolge Erfolge mir holen konnte. Ihr seht, ich habe hier schon Apollo und Clearbit aufgelistet. Wer entsprechend weitere Kontakte sucht und weitere Quellen sucht, wird fündig in einem Blogbeitrag von mir in meinem Blog. Ihr findet meinen Blog hier immer unter dem Taipan-Blog, wo ich ganz neu geschrieben habe, einen Beitrag über Top B2B Sales Tools. Und ein Abschnitt davon sind die Kontakteinreicherung, wo ich dann auch mal aufgeschrieben habe, was kosten die eigentlich und wo bekomme ich die her. Apollo kostet ungefähr 80 € im Monat. Cognizant hat keine veröffentlichten Zahlen, äh, aber in einem Gespräch mit mir, einem anderen Kunden, habe ich festgestellt, das liegt mindestens bei 10.000 € pro Jahr und so weiter, entsprechend alle Zahlen dabei. Surf, eins meiner Lieblingstools für die Verbindung mit LinkedIn, ist auch nochmal aufgeführt, weil dieses Werkzeug ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Zurück zu meinem konkreten Fallbeispiel. Ich nehme mal jetzt hier diesen Kontakt Scrappy, es gefällt mir nicht so, Soviti. Irgendwie habe ich Lust, jetzt mich mit Soviti zu beschäftigen. Ich klicke auf den Namen Sebastian Opriel und sehe hier im Überblick die Tatsache, dass der in der Recherchephase ist, schon seit 2 Monaten. Mitteilung gibt es noch keine, und ich bekomme sofort Leitfäden vorgeschlagen, das heißt Skripte vorgeschlagen, die in dieser Situation sinnvoll funktionieren können. Dann schaue ich bei Über ein bisschen genauer hin, sehe die Daten, die ich importieren konnte, und sehe über meine Sales Navigator Integration auch gleich die Integration mit dem richtigen LinkedIn-Kontakt dabei und kann dann aus den Notizen herauslesen, diese Notizen habe ich mit importiert aus meinen externen Quelle, dass dieses Unternehmen 'ne Finanzierung erhalten hat. Und was sind da die Spin-off des Fraunhofer Instituts? Warum lese ich das? Ich lese das deswegen, weil ich den ersten Anknüpfungspunkt haben will. Den ersten Anknüpfungspunkt zu den Grund, den Aufhänger haben will, warum ich mit demjenigen spreche. Dann klicke ich auf den Datensatz drauf und habe hier den kompletten Datensatz, sehe wiederum hier auf der rechten Seite die Information über den Lead und kann dann hingehen und mir eine der neuen Funktionen von HubSpot verwenden, nämlich mir mal diesen Kontakt in ChatSpot anschauen. ChatSpot ist die KI-Integration von HubSpot, die inzwischen gar nicht so schlecht ist. Es funktioniert immer noch ganz gut auf Englisch, aber hier so eine Zusammenfassung kann das ganz gut machen. Und wenn ihr sehen wollt, was man alles noch Gutes machen kann mit ChatSpot, gibt es hier einen Knowledge Base Artikel, den ich gerne teile mit euch. Aber zurück zum konkreten Beispiel von dem Sebastian Obriel. Der ist bei der Firma Soveti.de. Was mich dringend interessiert, ob ich über die Technologie von dem Unternehmen mehr erfahren kann. Das heißt,
what technology does soviti.de use? Das heißt, ich stelle ChatSpot die Frage, welche Technologie nutzt das Unternehmen eigentlich? Diese Daten, diese Informationen stammen aus Clearbit. Seht ihr dann auch in dem Knowledge Base Artikel. Und das, was für mich super wichtig ist, ist, dass das Unternehmen bereits schon HubSpot zumindest im Marketing verwendet und dass sie Microsoft Exchange als E-Mail-Systeme verwenden. Also werde ich als nächstes hingehen und beim Sebastian Opriel entweder auf dieser Oberfläche oder sogar hier im Prospecting direkte Mann eine Sequenz starte, nämlich das Scale-Up Outreach, bei der ich eine Serie von Aufgaben, nämlich als erstes werde ich ihm eine LinkedIn-Verbindungsanfrage senden, dann werde ich ihm auf LinkedIn eine erste Info senden und dann kommt gleich die erste E-Mail-Aufgabe. Diese E-Mails, die hier vorgeschlagen werden, basieren alle auf Templates, das heißt auf E-Mail-Daten, Dateien, Vorlagen, wie ich sie mir vorgefasst habe. Nun, das Schöne ist, jetzt kann ich an dieser Stelle eine Ergänzung machen an der Vorlage, sodass ich individuell direkt eingehen kann auf das, was ich gerade gelernt habe über das Unternehmen. Ich kann hier jetzt direkt Bezug nehmen darauf, hey, ihr benutzt ja sowieso schon HubSpot. Lass mich dir mal zeigen, wie man HubSpot auch im Sales verwenden kann. Und kann danach dann die Sequenz starten. Mache ich hier jetzt nicht, weil ich den Text entsprechend bearbeiten möchte. Die weiteren Schritte sind dann eine weitere Aufgabe, E-Mail-Aufgabe in 3 Tagen, wo ich weitere Texte entsprechend positioniere. Nun, wie ist so eine Sequenz nun optimal aufgebaut? Dafür gibt es kein allgemeingültiges Rezept, aber sehr wohl einige Schritte, die sich in der Praxis sehr bewährt haben. Wenn das von Interesse ist, wie man so eine Sequenz textet, aufbaut, orchestriert, also miteinander organisiert, lasst es mich bitte wissen. Ich organisiere dafür gerne einen tiefen Workshop, wie man sowas macht. Dann habe ich hier die Sequenz gestartet für den Sebastian Opriel. Ähm, Schritt für Schritt gehen wir dann durch und ich gehe dann zu der Zusammenfassung, würde dann sehen, dass der nächste Arbeitsschritt fällig ist und sowie die Sequenz gestartet ist, wird dann dieser Kontakt automatisch weitergeschoben in den nächsten Schritt von Recherche in Versuch der Kontaktaufnahme. Wenn der Sebastian Opriel auf eine Sequenz geantwortet hat, dann wird also automatisch weitergeschoben und hier gibt es dann so ein paar Beispiele von Schäfer. Valerie Jatz hat geantwortet und hat dann sogar meine Webseite besucht. Das heißt, die sehe ich dann und kann dann den Valerie Jatz entsprechend darauf eingehen und habe dann die Möglichkeit, ganz gezielt auf die nächsten Schritte einzugehen und kann dann hier auch dann gleich eine Aktivität planen und kann sagen, okay, mit dem sollte ich unbedingt mal telefonieren und kann mir eine Notiz machen dafür. Spätestens ab einem gewissen Zeitpunkt, und jetzt tun wir mal so, dass bei dem Adrian es jetzt sinnvoll wäre, dass ich diesen Kontakt übergebe mit einem Meeting an meinen Sales-Kollegen, dann würde ich hier dem Kontakt ein Meeting vorschlagen, aber in diesem Falle nicht mit mir, sondern entweder über eine Meeting-Rotation mit einer Gruppe von Vertriebs-Account-Executive-Kollegen oder aber gezielt mit einer ganz bestimmten Person. Das heißt, üblicherweise ist der Abschlusspunkt, dass ich Kontakt aufgenommen, Qualifikation abgeschlossen und entscheide, dass dieser Kontakt qualifiziert ist, dass ein Deal geöffnet wird und in Kombination damit der entsprechende Kontakt zugewiesen wird über ein erstes Meeting an meinen Account Executive, der ab dem Zeitpunkt dann übernimmt und den Deal weiterführt bis hin zu einem hoffentlich erfolgreichen Abschluss. Das heißt, zurück zur Übersicht. Hier ist dann der entsprechende Schritt für Schritt, wie dann ein Deal abgeschlossen wird und gegebenenfalls falls unterschrieben wird, mit Hilfe von unseren digitalen Tools entsprechend dabei.
Für meine Begriffe in meiner Arbeit ist der Ablauf mit dem Prospecting Dashboard eins der hilfreichsten, produktivsten, erfolgreichsten Werkzeuge, die uns HubSpot in den letzten Monaten zur Verfügung gestellt hat. Im Dezember letzten Jahres habe ich das erste Mal überhaupt damit arbeiten können und meinen Kontakten präsentieren können. November, Dezember letzten Jahres. Deswegen einsetzbare Software, Sales Software Tools, Wege, mit denen du deinen Salesplan, ja, we make your sales plan happen, auch wirklich erreichst, das sind genau diese 3 einzelnen Schritte, wie ich sie vorhin präsentiert habe. Hier sind einige der Kunden, mit denen ich an diesen Themen arbeite, um das Thema Produktivität im Lead und im Deal Management dann rüberzubringen. An der Stelle möchte ich gerne im Zeitplan bleiben und euch allen sehr danken, dass wir bis zu diesem Punkt gemeinsam durchgehalten haben und euch dann in den Nachmittag entlassen. Christian fragt zur Sequenz: Wenn du die für den einzelnen Lied individualisierst, speichert es die Sequenz dann auch separat ab oder änderst du dir die komplette Frage? Nein, die Sequenz wird nur für genau diesen Lied, für genau diese Situation angepasst. Die Vorlage bleibt, wie sie ist, und die Vorlage kann zentral einmal von einem Vertriebsteam oder von einem Content-Experten wie mir erstellt werden. Das heißt, sie wird in eurem System als Reihe von Templates, als Vorlagen zur Verfügung gestellt. Daraus wird einmal eine zentrale Vorschlag von einer Sequenz gemacht, die sich dann jeder Account Executive anpassen kann und jeder entsprechend für sich übernehmen kann. Sequenzen und auch Templates können unternehmensweit oder privat sein. Ähm, Privat können sie immer dann sein, wenn ein Account Executive oder Sales Profi sagt, hm, diese Sequenz, getestet über eine AB-Analyse, ist so erfolgreich, die behalte ich für mich. Kann man machen, ist eine Entscheidung, wie das in eurem Unternehmen gehandhabt wird. Aber in den meisten Fällen beobachte ich dann doch, dass die Sequenzen allen zur Verfügung gestellt wird, sodass die Erfahrung aus dem einen Stream ohne Weiteres übertragen werden kann an andere Sales-Situationen, wo das rüberkommt. Also, abschließend in der Zusammenfassung. Bitte nehmt für euch heute mit. Im Prospecting geht es darum, zu überprüfen, zu identifizieren, zu überprüfen, welcher Frosch da draußen, welcher Kontakt genau das Problem hat, was wir lösen können. Es geht nicht darum, sich umzuschauen, was könnte ich hier alles Tolles verkaufen, sondern es geht genau darum, zu identifizieren, welcher Kontakt hat jetzt genau das Problem, was wir lösen können. Dafür ist es notwendig, dass du genau weißt, welches Problem löst du denn eigentlich. Das heißt, du musst dir sehr darüber bewusst sein, über deinen Product Market Fit, über deine Lösungskompetenz für ein bestimmtes Problem. Wenn du an diesen Themen mit mir arbeiten möchtest, Product Market Fit, Problemlösungskompetenz, Sales-Sequenzen, bitte lass es mich wissen und komm auf mich zu. Ich freue mich, mit jedem Einzelnen mit euch daran zu arbeiten. Und das sind so die Leidenschaften, die Leidenschaft von mir, dafür die entsprechenden Productivity-Tools einzusetzen, wie wir unsere Arbeit und unser Leben leichter machen, damit Sales das ist, wofür wir alle angetreten sind, der geilste Job, den man haben kann. Ich wünsche euch heute Nachmittag und für den Monatsabschluss, der ist ja nicht mehr sehr lang, und für den Quartalsabschluss, das Quartal ist 1 Monat alt, fette Beute. Haut rein und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank für die Teilnahme. Falls es noch offene Fragen gibt, ich bin noch ein paar Minuten im Chat. Ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Nachmittag und wie gesagt, fette Beute. Wieder schön dich zu sehen. Schönen Nachmittag, danke. Alles Gute.
Dario, Grüße zurück in die Schweiz.